und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Ihr habt mich gebeten, doch mal ein Video zum Thema auswendig spielen zu machen. Und heute möchte ich euch ein paar Tipps dazu geben, wie ihr auf der Blockflöte auswendig spielen könnt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Auswendig spielen, frei spielen, aus dem Bauch heraus und einfach ohne an die Noten gebunden zu sein, das wünschen wir uns alle und wir bewundern Leute, die ganze Stücke, ganze Sonaten, ganze Konzerte auswendig spielen können. Und heute möchte ich euch mal ein paar Tipps geben, wie ihr das auch lernen könnt. Denn alles lässt sich einteilen in kleine Schritte und auch das Auswendigspielen ist nur eine Frage der richtigen Herangehensweise. Das Auswendigspielen können hat viele Vorteile. Erstmal könnt ihr natürlich, wenn ihr ein Stück auswendig könnt, dann könnt ihr das Stück viel sicherer. Und wenn ihr dann zum Beispiel vorspielen möchtet und selbst wenn ihr von den Noten spielt, seid ihr dann viel sicherer, weil ihr ja wisst, selbst wenn ich die Noten nicht hätte, könnte ich spielen, was da steht und ich hätte das einfach in den Fingern. Dann kann es immer mal vorkommen, dass ihr spontan irgendwo Blockflöte spielen möchtet. Zum Beispiel, wenn ihr euch eine neue Blockflöte im Laden aussuchen möchtet und verschiedene Blockflöten ausprobieren wollt. Dann fällt euch vielleicht nichts ein, was ihr so spielen könnt. Dann steht ihr vielleicht so ein bisschen ratlos da. Und da ist es ein super Vorteil, wenn ihr so ein paar Stücke drauf habt, die ihr auswendig spielen könnt. Es kann ja auch mal vorkommen, dass ihr irgendwo unterwegs seid und eure Blockflöte wohl mitgenommen habt, aber zufällig keine Noten dazu. Oder es sagt mal jemand zu euch, Mensch, spiel doch mal was auf deiner Flöte. Und dann ist es einfach viel cooler, wenn ihr hingehen könnt und einfach mal drauf losspielen. Aber es gibt noch einen viel tiefgängigeren Vorteil, denn wenn ihr auswendig übt, dann übt ihr mit eurem motorischen Gedächtnis und wenn ihr von den Noten spielt und von den Noten übt, dann geht es mehr über das Kognitive, das normale Nachdenken sozusagen. Denn beim von den Noten abspielen müsst ihr ja die Töne, die ihr da stehen seht, im Gehirn umsetzen in die passenden Griffe und den passenden Rhythmus und die passende Artikulation. Und beim Auswendigspielen müsst ihr diesen Schritt, dieses Übersetzens vom Sehen zum Spielen nicht mehr machen. Ihr könnt dann auch viel besser euch selbst zuhören, wenn ihr nicht mit den Augen in den Noten klebt. Natürlich denkt ihr dann vielleicht noch nach, wie gehen die Griffe, aber es ist nicht dieses Fixiertsein auf das Notenbild. Und vielleicht könnt ihr dann viel besser darauf achten, wie klingt es eigentlich, habe ich eigentlich einen schönen Klang und wie hört sich das eigentlich an, wenn ich spiele? Dadurch ist ein viel freieres Spiel möglich und ihr könnt viel mehr aus dem Bauch heraus spielen sozusagen. Auf Englisch heißt es ja so schön Play by Heart, also aus dem Herzen spielen sozusagen. Also das heißt, es
kann viel mehr nach Gefühl gehen und natürlich müsst ihr aber, und dazu kommen wir jetzt erstmal, so weit kommen, dass ihr das überhaupt freispielen könnt und dafür kommen jetzt meine Tipps. Also erstmal habt ihr ja gesehen vorhin, dass ich bei dem kleinen Stückchen, was ich da gespielt habe, das war übrigens ein Catch, also ein Kanon aus der Barockzeit von John Hilton und den habe ich jetzt natürlich nur einstimmig gespielt und dabei bin ich ja rumgelaufen, denn Bewegung hilft beim Lernen, also auch leichte Bewegung unterstützt das, was ihr lernen möchtet und deshalb wäre das eigentlich schon mal ein erster Tipp, wenn ihr was auswendig übt, dass ihr dabei einfach mal langsam im Zimmer rumgehen könnt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr ein Stück auswendig lernen möchtet, das ihr schon kennt, von dem ihr die Noten habt, das ihr schon spielt und das ihr einfach gerne auswendig können würdet. Dann würde ich euch raten, als erstes mal das Stück grob einzuteilen. Erst zu gucken, wo sind die Phrasen, wo gehen die Melodiebögen, von wo bis wo gehen die und wo sind so Einteilungen zu machen. Und dann nehmt ihr euch eine ziemlich kleine Einheit heraus und fangt damit erstmal an zu üben und spielt die ein paar Mal von den Noten so gut ab, dass sie wirklich mehrmals nacheinander fehlerfrei gelingt. Das wäre jetzt also zum Beispiel die erste Einheit, die man nehmen könnte zum Üben von dem Stück, das ich euch jetzt vorhin als Beispiel gespielt hatte. Dann könntet ihr hingehen und dasselbe mal ablesen, aber gar nicht spielen, sondern nur innerlich hören, wie das klingt. Also ihr habt es ja vorher dann mehrmals gespielt, also das sollte schon, wie gesagt, fehlerfrei klappen. Dann schaut ihr in eure Noten an dieser kleinen Stelle und auch wirklich nicht weiter und hört das mal mit eurem inneren Ohr. Also ihr lest die Noten mit und stellt euch vor, wie die Blockflöte dabei klingt, wenn ihr spielt. Dann könnt ihr das auch mal mit geschlossenen Augen machen, also euch das nur innerlich anhören. Dann könnt ihr mal hingehen und euch den Takt nochmal ansehen in den Noten oder diese Stelle und nur auf dem Trockenen sozusagen, ohne reinzublasen in die Blockflöte, die Griffverbindungen üben. Also ihr könnt zum Beispiel eure Flöte ans Kinn legen oder ihr macht es in den Mund, aber ihr dürft nicht spielen, sondern nur die Griffverbindungen durchnehmen. Und ihr werdet erstaunt sein, dass das oft gar nicht so leicht ist. Dass ihr merkt, dass diese Griffverbindungen, dieses Fühlen, diese motorische Sache, dieses motorische Gedächtnis sozusagen, dass das gar nicht bei euch so präsent ist. Weil ihr bisher, wenn ihr das von den Noten gespielt habt, noch gar nicht so drüber nachgedacht habt, welche Griffverbindungen sind das hier eigentlich. Deshalb ist das Gold wert, dass ihr die Stelle dann mal wirklich nur auf dem Trockenen spielt, nur die Griffverbindungen. Dann könnt ihr das auch mal auswendig versuchen. Also die Griffverbindungen oder die einzelnen Griffverbindungen zwischen diesen paar Tönen, ohne die Noten und eventuell vielleicht auf eure Finger schauen dabei, euch bewusst machen, okay, beim ersten Griffwechsel geht der Finger hoch, dann wo musste ich noch hin? Zum G in dem Fall. Muss ich unten einen hoch? Ja, also das wird sicher sehr neu sein. Das ist vielleicht auch gar nicht so leicht, wenn ihr das so noch nie gemacht habt. Aber das bringt euch dem Auswendigspielen viel schneller näher. Ihr könnt natürlich, also jetzt mal von meinen Tipps hier abgesehen, auch das Stück so oft spielen und so oft üben, bis ihr es auswendig könnt. Das geht auch, aber das dauert viel und viel länger. Dann würde ich euch empfehlen, diese Griffverbindungen auch mal auf dem Trockenen mit Augen zu machen. Also nirgends hinzugucken, euch das wirklich nur zu fühlen, wie ihr das greift. So, und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Ihr könnt ja gucken, welche von diesen Tipps und von diesen Schritten ihr wirklich
anwenden wollt, ausprobieren wollt. Aber richtig toll wäre es jetzt, wenn ihr das auch nur mental übt. Das heißt, im ersten Schritt schaut euch die Noten an, die bestimmte Stelle, und stellt euch nur vor, dass ihr auf der Flöte diese Griffwechsel macht. Also Flöte wirklich weg und vielleicht auch nicht so Luftblockflöte machen. Könnt ihr natürlich auch, das ist auch ein Schritt, ja, nur in der Luft greifen. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so viel Unterschied zu dem mit der Blockflöte. Also wirklich euch nur vorstellen, wie ihr diese Griffe greift, während ihr in den Noten guckt. Dann könnt ihr die Noten wegtun, wenn das geklappt hat natürlich, und das auch mal im Geist nur, also im geistigen Auge, oder wie sagt man, also auch das mal mit Augen zu und euch nur vorstellen, dass ihr das greift, aber eure Hände machen das gar nicht. Also wenn euch das gelingt, das ist wirklich sehr, sehr gut dann. Also ich bin mal gespannt, ob ihr mir in die Kommentare schreibt heute zu diesem Video, und ob ihr das mal ausprobiert habt und ob ihr vielleicht sowieso auch noch ganz andere Tipps habt zum Auswendigspielen. Dann freue ich mich sehr, wenn ihr das hier unten in die Kommentare schreibt. So, und jetzt haben wir ja über die Griffverbindungen gesprochen, also über das Fühlen der Finger und sich das bewusst machen, welche Finger heben und senken müssen. Und jetzt haben wir ja auch beim Blockflöte-Spielen noch die Artikulation, also den Zungenstoß, den müsst ihr ja auch noch unterbringen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr jetzt ein Stück habt, zum Beispiel, wo jede Note artikuliert ist. Aber es ist trotzdem gut, sich das auch mal extra rauszugreifen. Das kann auch noch mal helfen, weil ihr dadurch nämlich den Rhythmus gut übt. Also wenn ich jetzt mal mein Beispiel nehme von vorhin, dann wäre der Rhythmus davon, und das würde ich euch mal empfehlen, so zu machen, mit gedacktem Kopfstück, damit es nicht so schrill klingt, mache ich jetzt nur mal den artikulierten Rhythmus davon. Also dann seid ihr gezwungen, den Rhythmus zu kennen von der bestimmten Stelle und seid ganz losgelöst von den Griffverbindungen, müsst also darüber gar nicht nachdenken, aber das kann eben auch eine Herausforderung sein, dass ihr plötzlich nur den Rhythmus von dieser Stelle spielen müsst. Und da muss man wirklich leider sagen, wenn ihr das noch nicht könnt, wenn ihr den Rhythmus nicht irgendwie im Gedächtnis habt, dann kennt ihr die Stelle doch noch nicht gut genug. Und dann ist es immer gut, ihr spielt sie einfach nochmal, so wie ganz zu Anfang im ersten Schritt, langsam und ohne Fehler, mehrmals, und versucht euch dann den Rhythmus ganz bewusst zu machen. Und dann von den Noten nur mit dem Kopfstück oder nur sprechen, die Artikulation geht ja auch, könnt einfach zum Beispiel machen, ne? Und dann auch mal ohne Noten, nur den Rhythmus. Ja, dann könnt ihr auch wieder, wenn euch das liegt, dieses wirklich mentale Training, könnt ihr euch das auch wieder nur vorstellen, dass ihr stellt euch nur vor, ihr sitzt meinetwegen im Sessel und habt die Noten vor euch oder nicht mal, und ihr stellt euch vor, wie ihr das Stück spielt auf eurer Blockflöte und welche Griffe ihr dabei fühlt und was eure Zunge dabei macht. Also diese Kombination aus Fingern und Zunge. Ja, und was natürlich auch super gut ist, ist einfach mal die Melodie zu singen. Und das kommt natürlich drauf an, wenn ihr jetzt ein ziemlich kompliziertes barockes Stück habt, wo das mit Sprüngen und Dreiklängen und so ist, dann wird es schwieriger. Aber wenn es eine schöne Melodie ist, dann geht das ja auch. Und bitte sagt jetzt nicht, ach, ich kann nicht singen oder ich kann nicht schön singen. Also ich kann auch nicht wirklich singen, gar nicht. Aber es geht ja nicht um schön singen. Es geht darum, dass ihr die Melodie irgendwie euch einprägt. Einfach so mal nachsingen könnt. Oder wenn ihr da sehr gut drin seid, pfeifen. Ja, das waren jetzt mal so einige Tipps zum Auswendigspielen.
und auch die Vorteile des Auswendigspielens. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, diese Gründe, wofür ich das einsetzen könnte, wenn ich was auswendig kann, die sind jetzt für mich nicht zutreffend, dann ist es auf jeden Fall ein super Gedächtnistraining ganz allgemein. Das ist, glaube ich, besser als jedes Sudoku. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Da tut ihr eurem Gehirn richtig was Gutes und bleibt eben geistig fit. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und ja, wenn ihr dieses Ganze, die Artikulation, die Atmung und natürlich eure Fingertechnik für die Griffwechsel richtig tiefgängig verbessern wollt, dann kann ich euch meinen frisch gebackenen Online-Kurs Blockflöte Next Level ans Herz legen. Und den findet ihr auch hier in der Infobox hier unten verlinkt, genauso wie mein Newsletter. Und im Newsletter erfahrt ihr ja immer gerade, was ich so aktuell mache. Da wussten ja viele von euch auch schon, dass es diesen Online-Kurs geben wird für fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler. Von leicht fortgeschritten bis sehr fortgeschritten ist dieser Kurs passend. So, und dieser Kurs kommt auch bald auf Englisch raus, da arbeite ich dran, da muss ich noch ein bisschen meine Sprachfertigkeit trainieren und auch mein Newsletter wird es bald auf Englisch geben, sehr bald. Und das sage ich jetzt nur, weil viele von euch ja mich aus allerlei Ländern hier anschauen und ja auch die Übersetzung immer bekommen bei diesen YouTube-Videos. Und deshalb kann ich das jetzt einfach auf Deutsch sagen. Aber der Kurs und auch der Newsletter kommen auch bald auch auf Englisch raus. Bleibt aber auch auf Deutsch. Also es wird beides geben. Ja, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und hoffe, diese Tipps zum Auswendigspielen helfen euch. Ich freue mich auf euch nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.